guten Morgen, willkommen zu meinem neuen Video. Auf meinem Kanal geht es um Korea und das Leben in Korea. Heute habe ich eine sehr wichtige Aufgabe vor mir. Ich muss nämlich zu einem, ich glaube, dem verhasstesten Ort von allen Ausländern. Ich glaube, in jedem Land, und zwar zum Immigration Office, um mein Visum zu verlängern. Letztes Jahr ging das ganz gut. Durfte ich nur, ich glaube, 3 Papiere mitbringen und dann wurde das direkt alles verlängert, direkt vor Ort. Ich musste nicht mal darauf warten oder so ein paar Tage oder Wochen. Ich denke mal, dieses Jahr wird es ähnlich verlaufen. Mein Termin ist schon bald. Ich muss leider quasi quer durch die ganze Stadt fahren dafür. Ich weiß nicht, warum die in Daegu den Immigration Office einfach mal so weit weg wie möglich vom Stadtzentrum gemacht haben, weil es ist echt im Nirgendwo. Man kommt da zwar mit der U-Bahn hin, aber es gibt halt einen Stadtteil in Daegu, wo es halt relativ viele Ausländer gibt und die müssen genauso sehr, sehr, sehr weit fahren dahin. Also ich weiß nicht, was der Sinn der Sache war, das Immigration Office dahin umzuziehen, aber los geht's. Ich bin jetzt mal unterwegs hier mit meinen Papieren. Es tropft ein bisschen, also es regnet ein bisschen. Ist doch der perfekte Anfang einer Woche, oder? Ich hoffe, es läuft nichts schief. Bin ich wieder. Mein Visum wurde verlängert, ohne Probleme, und zwar sogar für 2 Jahre und nicht nur für 1 wie bisher. Ich freue mich total, dass ich nächstes Jahr nicht wieder dahin gehen muss, sondern meine Ruhe habe für 2 Jahre, was das Visum angeht. Ich weiß nicht warum. Vielleicht verlängern die nach 2 Jahren einfach um 2 Jahre statt um 1. Egal, ich freue mich. Und die Sonne kommt langsam raus. Das ist doch auch schön. So, ich packe jetzt meinen Koffer und es geht gleich nach Busan. Ich freue mich schon total drauf. Ich treffe mich da mit einem Freund. Der hat auch seine Abschlussfeier in der Uni diese Woche. Und da gehen wir mal hin und gucken uns das an. Bin schon sehr gespannt und ich freue mich auch auf Busan, weil ich da schon länger nicht mehr war. Ja Leute, es ist echt nicht das schönste Wetter, um nach Busan zu kommen. Aber ich habe jetzt noch knapp eine Stunde Zeit. In der Stunde kann ich euch mal kurz Haeundae zeigen. Falls ihr wissen wollt, wie das so im Sommer aussieht und was man so in Busan besuchen kann. Ich habe 2 Videos zu Busan, die könnt ihr euch mal anschauen. Die verlinke ich hier auch. Jetzt erstmal zurück zum regnerischen Busan. Gehen wir mal ins Detail. Also da hinten seht ihr das Western Chosun Hotel und hinter dem Hotel ist das Bay 101, hieß das, glaube ich. Das ist sehr, sehr schön am Abend. Ja, da kann man halt einfach Essen mitnehmen. Also da kann man Essen bestellen, da gibt es so kleine Restaurants und dann kann man sich da einfach draußen hinsetzen. Da gibt es einfach Tische und sowas. Tische und Stühle im Sommer und es ist sehr voll. Aber es ist halt sehr schön. Und hinter diesem Berg, da gibt es auch das APEC-Haus. Das ist auch sehr cool. Ihr könnt da quasi entlang dieses Hügels laufen, am Meer entlang.
Und da gibt es halt dieses APEC House. APEC ist so eine Organisation von asiatischen Staaten. Und dann treffen sich die Präsidenten regelmäßig. Und dazu gab es halt ein Haus hier extra für ein Treffen. Da ist jetzt ein Café drin und so eine kleine Ausstellung. Das ist ganz cool. Hier seht ihr hauptsächlich Hotels und ein paar Cafés. Wilde Möwen. Die 3 berühmten Gebäude, die, soweit ich weiß, illegal gebaut wurden eigentlich. Nach da oben kann man übrigens hochfahren, da ist eine Aussichtsplattform. Da müsst ihr aber den Eingang ein bisschen finden. Das ist so ein bisschen ums Gebäude herum, da so an der Seite ist da der Eingang dafür. Und da weit hinten, da seht ihr diese kleinen Waggons fahren. Diese berühmten Waggons von der Blue Line. Hier gibt es auch ein Sea Life, da war ich aber noch nicht drin. Ich habe keine Ahnung, wie es da aussieht. Ich glaube, das ist hauptsächlich unter der Erde, weil es sieht echt sehr klein aus, aber ich habe gelesen, dass es sehr, sehr groß ist. Und hinter diesen Gebäuden ist die Tourismusmeile quasi. Also hier gibt es 1000 Restaurants dahinter, Bars. Im Sommer abends ist da echt super viel los. Bin ein bisschen überrascht, diesen Shop hier noch zu finden. Das ist Ryan on Holiday, falls ihr den kennt. Also ich war hier vor 2 Jahren, da ist der Shop gerade erst geöffnet worden. Da waren auch teilweise Schlangen, um da reinzukommen. Im Grunde genommen ist das halt so ein Merchandising-Shop für Kakao-Friends. Das ist echt wirklich groß. Hab gedacht, der hat schon wieder zugemacht. Ich dachte, das war so ein kurzzeitiger Pop-Up-Shop, aber... war, glaube ich, ein bisschen zu wenig. Mein Regenschirm ist broken. Muss ich erstmal gleich einen neuen kaufen.
jetzt einen schönen neuen Regenschirm. Scheint auch ein bisschen stabiler zu sein. Wobei, gekostet hat er nur ca. 5 Euro oder so. Ja, ich glaube, so langsam muss ich dann auch los zu Gwangalli. Willkommen zu Gwangalli. Hier ist normalerweise auch super viel los abends im Sommer. Mit den ganzen Bars und Restaurants und Cafés hier, die natürlich eine wunderschöne Sicht auf die Brücke haben, die schön beleuchtet ist. Ich glaube, hier gibt es auch wirklich jeden Abend auch so ein kleines Feuerwerk dann. Ich glaube, samstags war die Drohnenshow dann immer oder sonntags, weiß ich nicht mehr genau. Ja, da vorne gibt es Wassersportsachen, die man da, glaube ich, ausleihen kann. Hier sind normalerweise Surfer im Sommer. Sonst ist hier immer alles voll mit Sonnenschirmen, Sonnenliegen und so weiter und so fort. Da hinten im Gebäude gibt es einen richtig coolen Fischmarkt, falls ihr euch für sowas interessiert. Und hinter diesen Gebäuden, wenn ihr so drumherum geht, da gibt es auch ein cooles Gebäude. Ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, wenn ich jetzt einfach mal im Video ein. Ja, da gibt es halt auch so ein paar Läden und ein Café und eine schöne Aussicht halt aufs Meer. Kann man sich einfach da hinsetzen und gibt sehr viel Platz. Und hier gibt es auch so eine Schneckenpost an ganz vielen verschiedenen speziellen Orten. Das können historische, kulturelle, touristische Orte sein. Und die Schneckenpost funktioniert so, dass ihr hier kostenlos eine Karte nehmen könnt, eine Postkarte, euch oder jemand anders eine Nachricht schreibt und diese nach einem Jahr bei euch ankommt. Also ich finde das ganz cool. Ich habe das noch nie gemacht, weil ich noch nie wusste, wo wir in einem Jahr wohnen werden, weil wir halt relativ häufig umgezogen sind. Aber wenn ihr das Problem natürlich nicht habt, dann könnt ihr das natürlich ganz locker machen. Ich glaube, das kostet nichts. Also ich habe letztes Mal, wo ich reingeguckt habe, habe ich nicht gesehen, dass es da irgendwelche Kosten auf mich zukommen. Ich glaube, an manchen Orten ist das so, aber ich glaube, hier am Gwangalli war das nicht so. Also ich habe es eigentlich noch nie gesehen, dass man dafür bezahlen musste, aber ich habe mal von anderen Leuten gehört, dass es wohl so ist. Aber ja, also da steht auch eine Anleitung, alles auf Englisch auch. Also einfach nachgucken und dann wisst ihr Bescheid. Ich treffe mich gleich hier mit einem Freund. Der hat mir ein Café genannt und ich war kurz verwirrt, wo das Café ist. Ich dachte, vielleicht ist das ja schon weg oder so. Aber dann ist mir eingefallen, in Korea muss man immer nach oben gucken. Da geht es nämlich hin. Hier gibt es immer Sachen in den höheren Etagen. Also immer schön hochgucken, damit ihr keine coolen Orte gegebenenfalls verpasst.
be 2 years of struggle. Harry Potter!